Stell dir vor, du stehst morgens um 7 Uhr vor deinem eigenen Badezimmer. Du hast noch genau 20 Minuten, bis du das Haus verlassen musst. Mhm. Der absolute Klassiker am Morgen. Ja, genau. Also du musst pünktlich zur Arbeit, du hast so eine Tasse Kaffee in der Hand, du bist echt noch müde und du hörst einfach nur, wie drinnen das Wasser läuft. Oh nein. Das ist psychologisch gesehen schon der erste große Stressmoment des Tages. Voll. Und du wartest 10 Minuten. Dann wartest du 20 Minuten. Und dann stellst du fest, die Person im Badezimmer ist erst bei Minute 30 von einem 2-stündigen Ritual. 2 Stunden, das ist Wahnsinn. Ja, du hörst richtig, 2 Stunden. Oder stell dir eine andere Situation am Abend vor. Du stehst hungrig vor dem offenen Kühlschrank, starrst auf eine halbe Zwiebel und, ein bisschen Käse. Und du hast absolut keine Idee, was du kochen sollst, oder? Genau das. Kommt dir das bekannt vor? Also, genau diese ganz normalen, alltäglichen Momente wollen wir heute in unserem tiefen Einblick mal untersuchen. Ja, und das ist auch unglaublich spannend. Finde ich auch. Wir nehmen nämlich das alltägliche Überleben in einer Wohngemeinschaft, also einer WG, unter die Lupe. Einfach um das Vokabular, aber auch so diese unsichtbaren Regeln des Zusammenlebens zu verstehen. Hallo auch erstmal von mir. Und ja, das sind wirklich genau die Momente, die unser soziales Leben definieren. Definitiv. Wenn wir uns diese alltäglichen Situationen ansehen, dann lernen wir nicht nur wichtiges Vokabular, so für den Alltag, wir sehen vor allem, wie Menschen eigentlich funktionieren. Wie wir kommunizieren und so, ne? Ganz genau. Wie verhandeln wir unseren persönlichen Raum? Wie schließen wir Kompromisse, wenn der Kühlschrank zu klein ist oder die Miete einfach unglaublich hoch ist? Stimmt, Miete ist ja immer so ein Riesenthema. Ja, absolut. Und all diese kleinen Dinge zeigen halt, wie wir als Gesellschaft im Kleinen zusammenleben. Okay, also lass uns direkt in die Küche gehen, weil die Küche ist ja nicht nur ein Raum mit einem Herd. Sie ist irgendwie das absolute Herzstück in jeder Wohnung, besonders in einer WG. Oh ja, die Küche ist der Treffpunkt. Da kommen alle zusammen. Genau. Und dort gibt es jeden Tag diese eine große, schwere Frage: Was essen wir heute? Diese Frage ist psychologisch gesehen eine echte Belastung. Man nennt das in der Forschung auch Entscheidungsmüdigkeit. Entscheidungsmüdigkeit. Okay, das klingt irgendwie logisch, aber erklär mal. Also stell dir vor, du hast den ganzen Tag gearbeitet, ja? Du hast viele kleine und große Entscheidungen getroffen. Und am Abend hat dein Gehirn es hat keine Energie mehr dafür. Ah, okay. Deshalb kochen so viele Menschen jeden Tag einfach genau das Gleiche, oder? Exakt. In einem unserer Beispiele aus den Quellen gibt es genau diese Person. Sie macht immer das gleiche Essen, weil ihr schlicht die mentale Kraft für neue Ideen fehlt. Das verstehe ich total. Man will am Ende des Tages doch einfach nur satt werden, weißt du? Ja, man will keinen Stress mehr. Und dann passiert das Beste, was in so einer WG-Situation passieren kann. Die rettende Idee kommt von außen. Ah, die WhatsApp-Nachricht? Ja, genau. Jemand schickt einfach schnell über WhatsApp ein Rezept. Und nicht irgendein Rezept, sondern einen Auberginen-Kartoffelauflauf. Ein absoluter WG-Klassiker. Mit sehr, sehr viel Käse. Also wirklich viel. Ein Auflauf ist doch sowieso die genialste Erfindung für das WG-Leben, oder? Weil man einfach alles verwerten kann. Ja, du nimmst einfach alles Gemüse, das noch im Kühlschrank rumliegt, schneidest es klein, wirfst es in so eine Form und machst Käse darüber. Käse macht doch psychologisch gesehen alles besser, oder? Tatsächlich, ja, das tut er. Käse enthält bestimmte Stoffe, die uns ein gutes Gefühl geben. Das ist das klassische Wohlfühlessen, wenn wir Stress haben. Ach krass, das ist ja echt wissenschaftlich bewiesen. Ja, voll. Und dieser WhatsApp-Tipp zeigt noch etwas anderes. Kochen ist Kommunikation. Wir teilen heute nicht nur das Essen physisch am Tisch, sondern halt auch das Rezept digital. Stimmt, das ist so eine moderne Art der Fürsorge irgendwie. Aber es gibt natürlich auch das komplette Gegenteil zu diesem einfachen Auflauf. Du meinst den angehenden Koch. Genau. Stell dir vor, du wohnst in einer WG und dein Mitbewohner macht gerade eine Ausbildung zum Koch. Das klingt für viele erstmal wie ein absoluter Traum, oder? Ja, voll. Ein Koch-Azubi in der WG ist doch wie so ein eingebautes soziales Lagerfeuer. Er testet seine ganzen neuen, professionellen Rezepte in der WG-Küche aus. Man riecht es wahrscheinlich schon im Flur. Ja, stell dir vor, du kommst nach Hause, machst die Tür auf und die ganze Wohnung riecht fantastisch. Du musst quasi nie wieder selbst kochen. Das ist wirklich die romantische Vorstellung, ja. Aber lass uns das mal ganz genau durchdenken. Okay, was ist der Haken? Also, ein angehender Koch benutzt wahrscheinlich alle Töpfe. Jeden Löffel und jede Pfanne, die es in dieser Küche gibt. Er probiert sehr komplizierte Techniken aus, die er in der Ausbildung lernt. Oh. Das bedeutet oft, das Essen ist zwar großartig, aber die Küche sieht danach aus wie ein absolutes Schlachtfeld. Wow.
Ja, da hast du recht. Daran habe ich jetzt im ersten Moment gar nicht gedacht. Jemand muss das ja wieder sauber machen. Genau, wer macht den Abwasch? Wenn er stundenlang kocht, bin ich wahrscheinlich derjenige, der am Ende die ganzen klebrigen Teller und schmutzigen Pfannen abwaschen muss. Ja, das ist sozusagen der Preis, den man bezahlt. Das ist dann wohl dieser soziale Tauschhandel, oder? Ganz genau. Du bekommst ein fantastisches Essen, aber du musst aufräumen. Und solche unausgesprochenen Regeln, die sind eigentlich das Fundament jeder WG. Man muss halt irgendwie klarkommen miteinander. Richtig. Und noch deutlicher wird das, wenn Gäste kommen. Wir haben da dieses Beispiel, wo die Eltern am Wochenende zu Besuch in die Wohnung kommen. Ah ja, das ist ein perfektes Beispiel für gemeinsame Organisation. Absolut. Wie das da abläuft, ist sehr typisch. Stimmt, sie gehen ja zuerst zusammen in die Stadt, auf den Markt. Das ist ja schon ein Erlebnis für sich, so ein Marktbesuch. Dort kaufen sie dann frisches Gemüse, Tomaten, Paprika und Fleisch. Und danach geht die Arbeit in der Wohnung los. Genau, sie verteilen die Aufgaben total effizient. Der Vater bereitet den Grill draußen auf dem Balkon, die Mutter hilft drinnen in der Küche beim Gemüseschneiden und der Mitbewohner deckt einfach den Tisch. Und was wir hier sehen, ist eigentlich der Aufbau einer kleinen Gemeinschaft auf Zeit. Wie meinst du das genau? Naja, wenn Menschen zusammen Essen vorbereiten, dann verschwinden oft so soziale Barrieren. Man arbeitet an einem gemeinsamen Ziel. Ah, verstehe. Das verbindet. Genau. Und das Menü selbst in dieser Geschichte, das ist ein kleines Meisterwerk der sozialen Diplomatie. Diplomatie beim Grillen? Okay, jetzt bin ich gespannt. Naja, sie machen Würstchen, einen Tomate-Mozzarella-Salat und Kartoffelsalat. Aber, und das ist hier der springende Punkt, in der WG lebt auch eine Mitbewohnerin, die Vegetarierin ist. Sie isst gar kein Fleisch. Oh, und deshalb grillen sie extra für sie noch Champignons und Paprika. Ganz genau. Niemand wird vergessen. Das ist für mich wirklich echte Gastfreundschaft, dass man an alle denkt. Ja, richtig. Es zeigt einfach, dass man die Bedürfnisse der anderen respektiert. Und wenn wir das mal auf die Sprache übertragen, für unsere Zuhörer hier, lernt man die wichtigsten Wörter für das soziale Überleben in Deutschland. Zum Beispiel? So Dinge wie die Zutaten einkaufen, das Essen vorbereiten, den Tisch decken und, ganz wichtig, Rücksicht nehmen. Rücksicht nehmen, ja, das ist ein tolles Wort. Das braucht man eigentlich ständig. Genau. Das sind nicht nur einfache Vokabeln, das sind wirklich die Werkzeuge, um so eine Gruppe zusammenzuhalten. Aber wer zusammen ist, der muss oft halt auch zusammen wohnen, sich die Miete teilen und den Alltag organisieren. Und das bringt uns irgendwie zum echten Härtetest, oder? Oh ja, jetzt wird's kompliziert. Lass uns mal über die Dynamik in der Wohnung sprechen. Die Küche mag das Herzstück sein, aber es gibt einen Raum, der noch viel mehr Konfliktpotenzial hat. Das Badezimmer. Genau. Aber bevor wir dorthin gehen, müssen wir kurz über die verschiedenen Charaktere in so einer WG sprechen. Das ist ja auch super wichtig. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn man auszieht und sich ein Zimmer in einer WG sucht, zieht man ja total oft mit Menschen zusammen, die man vorher eigentlich kaum kannte. Stimmt, manchmal lernt man sich nur für 10 Minuten beim WG-Casting kennen. Genau. Und dann merkt man im Alltag, dass man völlig unterschiedliche Lebensrhythmen hat. In einem unserer Beispiele gibt es da diese extrem fleißige Mitbewohnerin. Oh ja, die Zahnmedizinstudentin. Richtig. Sie studiert Zahnmedizin, was unglaublich viel Lernen erfordert. Und zusätzlich arbeitet sie noch als Kellnerin einer Bar, um eben Geld zu verdienen. Die klingt ja echt wie eine Maschine. Also super diszipliniert, leise, sitzt eigentlich immer an ihrem Schreibtisch im Zimmer und lernt. Solche Mitbewohner wünscht man sich doch eigentlich, oder? Ja, aus praktischer Sicht schon. Sie machen keinen Lärm und zahlen pünktlich ihre Miete. Perfekt. Aber dann gibt es da halt noch den anderen Mitbewohner. Und der ist das komplette Gegenteil. Oh je, der Unpünktliche. Genau. Er ist extrem unpünktlich, obwohl er eigentlich total früh aufsteht. Er hat sogar schon Jobs verloren, weil er einfach zu spät gekommen ist. Krass. Und hier kommen wir zum Kern des Problems, oder? Wie gehen diese zwei völlig unterschiedlichen Welten miteinander um? Das ist die große Frage. Treffen an dem Ort aufeinander, an dem wir alle am verletzlichsten sind. Genau. Im Badezimmer. Okay. Hier muss ich wirklich mal kurz reingrätschen, weil diese Geschichte macht mich echt wahnsinnig. Ich habe mir schon gedacht, dass dich das aufregt. Ja. Diese WG hat nur ein einziges Badezimmer. Für alle. Und dieser unorganisierte Mitbewohner blockiert jeden verdammten Morgen das Bad für 2 Stunden. 2 Stunden? Jeden Morgen? Er geht duschen, rasiert sich, putzt sich scheinbar echt ewig die Zähne. Also, wer braucht denn so lange? Es ist extrem. Ich brauche morgens 5 Minuten, weißt du? Ein bisschen Wasser ins Gesicht, Zähne putzen und ich bin raus. Wie hält man das aus? Das ist doch purer Egoismus, oder nicht?
Also es wirkt im ersten Moment natürlich wie extremer Egoismus, ja? Das kann man nicht abstreiten. Aber wenn wir das mal psychologisch betrachten, steckt da oft etwas ganz anderes dahinter. Okay, was denn? Erklär mir das bitte. Das Badezimmer ist oft der einzige Raum in einer WG, den man von innen abschließen kann. Es ist ein wirklich sicherer Raum. Okay. Die Tür ist zu. Genau. Und für jemanden, der sein Leben vielleicht gerade nicht so ganz im Griff hat, also der Jobs verliert, der ständig unpünktlich ist dieses morgendliche Ritual vielleicht der einzige Moment am Tag, in dem er die volle Kontrolle hat. Wow, okay, das ist eine ganz andere Perspektive. Ja. Das warme Wasser der Dusche ist dann sozusagen wie eine Schutzmauer gegen den ganzen Stress der Welt da draußen. Das ist eine wirklich faszinierende Erklärung. Das heißt also, er macht das vielleicht gar nicht, um die anderen zu ärgern? Sondern weil er diesen Rückzugsort einfach so dringend braucht. Sehr wahrscheinlich, ja. Aber, und das ist das große Aber, trotzdem ist es für das soziale Zusammenleben natürlich eine absolute Katastrophe. Ja, voll. Die anderen stehen ja draußen und müssen zur Uni. Richtig. Ein geteiltes Badezimmer erfordert Empathie. Also wirklich die Fähigkeit, an die Bedürfnisse der anderen zu denken. Wenn eine Person das Bad 2 Stunden besetzt, ignoriert sie komplett, dass die anderen auch Pläne haben. Das zerstört wahrscheinlich total das Vertrauen in der Wohnung? Absolut. Deshalb frage ich dich, lieber Zuhörer, wie ist das eigentlich bei dir? Hast du auch schon mal mit jemandem gewohnt, der absolut kein Gefühl für Zeit hatte? Es ist ein echter Albtraum, das kann ich dir sagen. Aber in unserer Geschichte gibt es zum Glück ein Happy End. Ja, die Situation löst sich auf. Genau. Der anstrengende Mitbewohner zieht nämlich aus. Er verlässt die Stadt und zieht zu seiner Freundin nach Frankfurt. Ich kann dir gar nicht sagen, wie groß die Erleichterung der anderen gewesen sein muss. Oh ja, das glaube ich sofort. Endlich wieder ein freies Badezimmer am Morgen. Keine Warteschlange mehr. Und dieser Auszug verändert natürlich sofort die gesamte Energie in der Wohnung. Es zeigt auch noch einen anderen ganz wichtigen Aspekt des Wohnens. Welchen meinst du? Die Balance zwischen Anwesenheit und Abwesenheit. Jemand in dieser WG arbeitet nämlich viel im Homeoffice. Und wenn die anderen nun alle außer Haus sind, hat diese Person die Wohnung komplett für sich allein. Oh, das ist das beste Gefühl der Welt. Nicht wahr? Ja. Wenn man den Laptop einfach auf den Küchentisch stellt, sich einen Kaffee macht und absolute Ruhe hat. Keine Musik aus dem Nachbarzimmer, kein Streit um den Kühlschrank. Einfach Stille. Genau das. Diese Abwesenheit der anderen ist manchmal extrem notwendig, um die eigenen Batterien wieder aufzuladen. Man braucht diese Pause. Ja, denn nur wenn wir zwischendurch mal allein sind, haben wir danach wieder die Energie, um mit anderen Menschen zu interagieren. Und wir müssen ja interagieren. Eine Wohngemeinschaft ist ja keine geschlossene Kiste, wo man sich verstecken kann. Richtig. Irgendwann müssen wir die Tür öffnen. Und damit kommen wir zur Außenwelt, also Nachbarn, Freunde und die ganzen Herausforderungen da draußen. Lass uns mal über Partys sprechen. Ein sehr schönes Thema. Finde ich auch. Wenn die WG gut funktioniert, will man das ja auch mal feiern. Und eine WG-Party zu planen, ist wirklich ein wunderbares Beispiel für Gruppenorganisation. In einer der Geschichten wird zum Beispiel über das Motto der Party diskutiert. Ah ja, da gab's ein paar lustige Ideen. Genau. Die Ideen sind Dirty Dancing, Star Wars oder eine sehr elegante James-Bond-Party. Ich liebe Motto-Partys. Aber warum machen wir das eigentlich? Warum laden wir nicht einfach Leute ein, um ein bisschen Bier zu trinken und Musik zu hören? Das hat einen ganz praktischen sozialen Grund. Ein Motto bricht nämlich sofort das Eis. Wie meinst du das? Naja, wenn du als Gast auf eine Party kommst und niemanden kennst, fühlst du dich oft total unsicher. Du stehst in der Ecke rum. Kenn ich ja. Aber wenn du als Jedi aus Star Wars verkleidet bist und jemand anderes eben auch, dann habt ihr sofort ein Gesprächsthema. Es nimmt einem einfach die soziale Angst. Ha, das ergibt total Sinn. Das ist ja ein cleverer Trick. Ja, und zudem geben die Gastgeber bei dieser Party ihren Gästen noch eine Aufgabe. Sie sollen einen Salat oder einen Nachtisch mitbringen. Okay, warte mal. Ist das nicht eigentlich ein bisschen geizig? Findest du? Naja, man lädt Leute ein, aber sagt dann so: Hey, bring bitte dein eigenes Essen mit. Das wirkt doch komisch. Ganz im Gegenteil. Das ist ein sozialer Vertrag. Wenn Gäste etwas zum Buffet beitragen, fühlen sie sich nützlich. Ah, okay. Sie sind dann nicht mehr nur Konsumenten der Party, sie sind ein aktiver Teil davon. Wer einen Salat macht und mitbringt, der investiert ja Zeit und Mühe. Stimmt. Und das verbindet die Gruppe noch viel mehr, als wenn der Gastgeber einfach alles allein bezahlt und vorbereitet. Okay, das ergibt Sinn.
Aber Getränke für, sagen wir mal, 30 Leute müssen Sie trotzdem kaufen. Ja, das ist logistisch gar nicht so einfach. Voll. Und da braucht man echt eine gute Logistik. Einer der Mitbewohner hat zum Glück ein ziemlich großes Auto, das ist praktisch. Aber ein anderer Mann aus unserem Umfeld fährt ein Auto, das 20 Jahre alt ist. Und das ist im Sommer eine echte Herausforderung, Allerdings. weil es nämlich keine Klimaanlage hat. Genau. Keine Klimaanlage und es ist Hochsommer, 30 Grad draußen. Im Auto fühlt es sich an wie in einem Backofen. Das ist kaum auszuhalten. Und das Beste kommt ja noch. Die elektrischen Fensterheber sind kaputt. Man kann nicht einmal das Fenster aufmachen, um ein bisschen frische Luft reinzulassen. Warum bitte sehr kauft man so ein Auto? Das ist eine gute Frage. Aber die Art, wie er dieses Auto gekauft hat, sagt echt sehr viel darüber aus, wie wir als Menschen funktionieren. Okay, erzähl. Der Kauf war kein schneller Deal, so nach dem Motto Geld gegen Schlüssel. Sondern, Sie saßen zusammen, haben 3 Stunden lang Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Das zeigt einfach, dass wirtschaftliche Transaktionen oft ganz tief mit menschlicher Verbindung verwurzelt sind. aber ganz ehrlich, ich glaube, er wollte einfach nur dieses verdammte Auto haben und musste da irgendwie durch. Meinst du? Ja, er dachte sich wahrscheinlich so, okay, ich esse jetzt diesen trockenen Kuchen, ich höre mir die alten Geschichten an, Hauptsache, ich bekomme am Ende den Schlüssel für das Auto. Das ist eine sehr pragmatische Sichtweise. Weil 3 Stunden sind eine wirklich sehr lange Zeit für einen Autokauf, oder nicht? Das mag sein, ja. Vielleicht war es wirklich strategische Geduld. Aber interessanterweise haben sie während dieser 3 Stunden einen unglaublichen Zufall entdeckt. Ah, diese Uni-Geschichte. Genau. Der Großvater des Käufers und der verstorbene Ehemann der alten Dame haben vor vielen, vielen Jahrzehnten an derselben Universität studiert. Die Welt ist echt ein Dorf. Selbst in der größten Stadt gibt es irgendwie diese unsichtbaren Fäden, die uns alle verbinden. Das hast du schön gesagt. Danke. Aber leider sind nicht alle Fäden so angenehm. Was passiert denn, wenn die Verbindung zur Außenwelt, also zu den Nachbarn, nicht harmonisch ist? Oh, Nachbarschaftsstreit. Ein großes Thema. Ja, lass uns über die Nachbarn sprechen. Jemand Neues zieht ins Haus ein. Sie schleppen so ein schweres Sofa in den 2. Stock. Man lächelt sich im Treppenhaus freundlich zu. Alles wirkt nett. Und dann, in der allerersten Nacht, geht es direkt los. Laute Musik. Bis 3 Uhr morgens. Der absolute Klassiker im Zusammenleben. Ja, und jetzt liegst du da in deinem Bett. Du musst am nächsten Tag arbeiten. Der Bass wummert so richtig durch die Wand. Was tust du? Das ist eine schwierige Entscheidung. Ziehst du dir Hosen an, gehst rüber und klingelst extrem aggressiv an der Tür? Oder liegst du einfach wach und ärgerst dich leise vor dich hin? Die meisten Menschen, interessanterweise, ärgern sich leise und warten bis zum nächsten Tag. Wirklich? Warum das denn? Weil die Angst vor Konflikten in uns Menschen sehr, sehr tief sitzt. Wir wissen, dass wir vielleicht noch die nächsten 5 Jahre neben dieser Person wohnen müssen. Stimmt, man sieht sich ja ständig im Flur. Genau. Und wenn wir direkt in der ersten Nacht wütend an die Tür klopfen und rumschreien, zerstören wir die Beziehung vielleicht für immer. Das macht Sinn. Also wägen wir ab, ist mir mein Schlaf heute Nacht wichtiger als der langfristige Frieden im Haus. Und meistens gewinnt halt der langfristige Frieden. Das stimmt. Man spricht dann am nächsten Tag freundlich im Flur miteinander und sagt so, hey, das war ein bisschen laut gestern. Man versucht, das Gesicht des anderen zu wahren. Genau. Manchmal sieht man die Nachbarn aber auch gar nicht, sondern nur ihre verrückten Aktionen auf dem Balkon. Ich liebe ja diese kleine Szene aus unseren Quellen. Welche meinst du? Na, wo jemand auf dem Balkon steht und plötzlich sieht, wie ein Fisch durch die Luft fliegt. Ach ja, ein fliegender Fisch im 3. Stock. Genau. Und im ersten Moment denkst du echt, du bist komplett verrückt geworden. Bis du dann erkennst, dass es nur ein Luftballon in Form eines Fisches ist, den der kleine Sohn der Nachbarin verloren hat. Eine schöne Geschichte. Solche kleinen Momente der Verwirrung machen den Alltag doch erst sympathisch, oder? Ja, und sie zwingen uns auch, mal genau hinzusehen. Wir sind im Alltag so auf unsere Routine fokussiert, also kochen, arbeiten, schlafen, dass wir das Absurde oft gar nicht mehr bemerken. Stimmt. Wir laufen oft wie auf Autopilot. Dieser kleine Ballonfisch ist eine schöne Erinnerung daran, einfach aufmerksam zu bleiben. Und apropos aufmerksam und vor allem geduldig bleiben, die Geduld wird auch bei unserem letzten Thema echt stark auf die Probe gestellt. Du meinst die Post? Oh ja, die Post. Das Paket nach Panama. Das ist mein absolutes Lieblingsbeispiel dafür, wenn Dinge einfach so gar nicht funktionieren. Eine sehr frustrierende Situation. Allerdings, jemand hat eine gute Freundin in Panama.
Letztes Jahr wollte diese Freundin zu Weihnachten ein Paket nach Deutschland schicken. Sie hat echt liebevoll süße Weihnachtskekse gebacken, sie in eine schöne Box gelegt und das Paket zur Post gebracht. Vor Weihnachten, wohlgemerkt. Genau, vor Weihnachten. Und wann kam das Paket an? Im Mai. 6 Monate später. Das ist Wahnsinn. Ja? Man kann sich diese logistische Reise des Pakets kaum vorstellen. Es lag wahrscheinlich wochenlang in dunklen Lagerräumen auf verschiedenen Frachtschiffen bei extremer Hitze und dann wieder bei Kälte. Und das Ergebnis? Die armen Kekse waren im Mai echt steinhart. Das kann man sich denken. Du konntest damit wahrscheinlich einen Nagel in die Wand schlagen. Stell dir das mal vor, du beißt im warmen Frühling in einen Weihnachtskeks und dir bricht fast ein Zahn ab. Da muss man dann direkt unsere fleißige Zahnmedizinstudentin aus der WG um Hilfe bitten. Ja, genau. Das wäre ein Notfall für sie. Aber das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie wir eigentlich mit Frustration umgehen. Wie meinst du das? Wir könnten uns ja wochenlang über das Postsystem aufregen. Aber die Reaktion der Beteiligten in der Geschichte ist stattdessen extrem pragmatisch. Sie passen sich der Realität einfach an. Stimmt. Sie haben einfach beschlossen, okay, keine Kekse mehr. Genau. Nächstes Mal schickt die Freundin einfach ein gutes Buch und eine Packung Karamellbonbons. Eine sehr kluge Entscheidung. Absolut. Ein Buch wird nicht schlecht und Karamellbonbons sind sowieso immer hart und klebrig. Da macht es absolut keinen Unterschied, ob sie 1 Monat oder 6 Monate unterwegs sind. Problem gelöst. Das ist wirklich eine wunderbare Überlebensstrategie. Finde ich auch. Wenn wir uns all diese Geschichten nun mal als Ganzes ansehen, verstehen wir eigentlich, worum es im Kern geht. Worauf willst du hinaus? Es geht nicht nur darum, Vokabeln wie Kühlschrank, Badezimmer, Miete oder Auflauf zu lernen, auch wenn das wichtig ist. Es geht darum, dass diese Worte Situationen beschreiben, in denen wir immer wieder Dinge aushandeln müssen. Ah, verstehe. Das Miteinander. Genau. Wer spült das Geschirr ab? Wie viel Rücksicht nehmen wir auf die Vegetarierin beim Grillen? Wie lange dürfen wir morgens im Bad bleiben? Und wie sprechen wir eigentlich mit dem Nachbarn, der nachts laut Musik hört? Das sind die echten Herausforderungen. Ja, wer diese Dynamiken versteht, der versteht die deutsche Alltagskultur perfekt. Das hast du jetzt wirklich wunderbar zusammengefasst. Diese Worte und diese kleinen Situationen, die brauchst du einfach jeden Tag. Sie sind quasi der Schlüssel, um mit anderen Menschen entspannt zusammenzuleben. Egal, ob man neu in eine WG zieht oder sich im Büro unterhält. Genau, egal ob beim WG-Casting oder wenn du dich einfach mit Kollegen über das Abendessen unterhältst. Und jetzt, lieber Zuhörer, möchten wir dir am Ende noch einen kleinen Gedanken mit auf den Weg geben. Da bin ich jetzt gespannt. Denk mal kurz über dich selbst nach. Wenn wir jetzt deinen Alltag in deiner Wohnung analysieren würden, was wäre wohl deine verrückteste Angewohnheit? Eine sehr gute Frage. Bist du insgeheim vielleicht selbst der 2-Stunden-Badblockierer, der sich morgens in der Dusche vor der Welt versteckt? Oder bist du der heimliche Chefkoch, der zwar fantastisch kocht, aber die Küche wie ein echtes Schlachtfeld hinterlässt? Irgendwas haben wir alle, oder? Definitiv. Denk mal drüber nach. Wir hoffen, du konntest heute bei unserer Unterhaltung viel für dich mitnehmen. Uns hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Genau. Und wir freuen uns sehr, wenn du bei unserem nächsten tiefen Einblick wieder mit dabei bist. Mach's gut und bis dann.